haben im Nordosten Nigerias erneut 500 Frauen und Kinder zu Geiseln genommen. Auch der Kampf gegen die IS-Eroberer im Irak und in Syrien kommt nur mühsam voran. Die USA, so heißt es, erwägen jetzt Luftschläge. Warum erscheint der Westen angesichts solcher Herausforderungen so hilflos? Darüber möchte ich jetzt mit Julie Lennartz sprechen vom Human Security Center in London. Guten Morgen, Julie. Guten Morgen, Klaus. Ja, warum schaffen es die USA mit ihrer ganzen gewaltigen Militärkraft nicht, den Terror der IS oder der IS, wie ihr sagt, zu beenden? Also ich denke, man muss da zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also einmal muss man natürlich sagen, ganz einfach ist es nicht. Also man kann den Terrorismus von heute auf morgen nicht bekämpfen oder besiegen. Da gibt es viel zu viele Gründe, warum es den überhaupt gibt. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es fehlt der politische Wille, das politische Kapital im Westen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, um dort eben entsprechend vorzugehen. Ja gut, aber in demokratischen Ländern ist es natürlich so, dass die Regierenden immer abhängig sind von der Zustimmung ihrer Bevölkerung auch. Es gibt ja auch viele Beispiele aus der Geschichte, wo das nicht so funktioniert hat. Und jetzt haben nach 9/11 die USA, die NATO, viele andere Staaten dem islamistischen Terror den Krieg erklärt. Und das ist jetzt fast 14 Jahre her. Es gab 2 Kriege, es gab weitere schlimme Terroranschläge überall auf der Welt, auch in Europa. Und wenn man heute die Zeitung liest, fragt man sich ja, wofür das alles? Ja, natürlich. Also wie gesagt, man muss wirklich verstehen, das ist ein ganz kompliziertes Problem, das man nicht mit 1 oder 2 Kriegen lösen kann. Also der islamistische Terrorismus wird uns wahrscheinlich noch Generationen in verschiedenen Formen begleiten. Die Frage ist natürlich, steckt man den Kopf in den Sand oder bleibt man dran und versucht zumindest, ja, das Problem anzugehen und einzudämmen. Meiner Ansicht nach sollte man das Zweite machen, und man kann natürlich auch nicht sagen, dass alles, was wir gemacht haben in den letzten 12 Jahren oder so, komplett umsonst war. Also man darf natürlich nicht vergessen, Al-Qaida im Irak wurde besiegt. Al-Qaida im Irak war mehr oder weniger zerstört worden. ISIS oder der Islamische Staat ist erst wieder dadurch ins Leben gerufen worden, was in Syrien passiert ist, wo wir dann umgekehrt natürlich nicht eingeschritten haben. Also man kann nicht sagen, dass wenn wir einschreiten, alles schlimmer machen, und wenn wir nicht einschreiten, alles besser wird. Also ganz so einfach ist es nicht. Klar, aber die Frage stellt sich ja, und dein Institut beschäftigt sich ja auch mit internationalen Strategien und solchen Fragen. Muss man an der Strategie nicht vielleicht was ändern? Denn klar, Al-Qaida ist besiegt, Osama Bin Laden ist bald nicht mehr unter uns, und dennoch ist der islamistische Terror präsent. Wenn man die Fernsehnachrichten sieht, wenn man Zeitung liest, jeden Tag gibt es Anschläge, jeden Tag gibt es Gewalttaten. Also so richtig weiter scheint man nicht zu kommen. Ja, also Al-Qaida ist nicht mal besiegt. Also das hat der amerikanische Präsident zwar behauptet, also er sagte, Al-Qaida ist on the run. Das stimmt natürlich so ganz auch nicht. Also Al-Qaida ist immer noch sehr aktiv, zum Beispiel in Pakistan, in Afghanistan und auch teilweise in Somalien durch Al-Shabaab und so. Also das stimmt so nicht. Und man muss natürlich eins sehen: Wir müssen, wenn wir ernsthaft den islamischen Staat im Irak und in Syrien bekämpfen wollen, dann brauchen wir eben dementsprechend auch eine Strategie. Und die Strategie, die wir momentan haben, ist einfach nicht ausreichend. Also wir fliegen da ein paar Luftangriffe, und das hilft zumindest teilweise, den Terror einzudämmen oder ISIS eben auch aus einzelnen Städten zu vertreiben. Aber das ist keine Strategie, um den islamischen Staat wirklich langfristig zu zerstören. Dafür brauchen wir viel, viel mehr. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also siehst du irgendjemand, der eine bessere Strategie entwickelt hätte? Also das britische Parlament, also der Außenausschuss des britischen Parlaments hat vor ungefähr 4 Wochen einen Bericht rausgegeben, hat die Regierung stark kritisiert, dass man eben wirklich nur Luftangriffe macht. Also man hat zum Beispiel kritisiert, dass man die Oppositionsgruppen nicht stärker unterstützt, zum Beispiel auch mit Waffen, vor allen Dingen die Kurden im Norden, die da momentan gegen ISIS am erfolgreichsten vorgehen. Man muss viel mehr mit der irakischen Armee zusammenarbeiten. Da besteht eben auch die Gefahr, dass wenn wir das nicht tun, dass der Iran das tut. Und in dem Moment, wo der Iran sich im Irak noch weiter einmischt, haben wir auch noch ein größeres Problem mit dem Konflikt innerhalb der Sunniten und der Schiiten. Man hat zum Beispiel auch kritisiert, dass die arabischen Länder mehr machen müssen, was sich danach allerdings natürlich geändert hat, als ISIS dann den jordanischen Piloten
lebendig verbrannt hat. Danach hat es ja in der arabischen Welt auch einen Aufschrei gegeben. Jordanien bringt sich mehr ein, Ägypten bringt sich mehr ein, die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich wieder der Koalition angeschlossen. Also im Moment ist viel was passiert, aber so ganz hat man immer noch keine Strategie entwickelt, die dem Islamischen Staat wirklich das Ende bereiten könnte. Und was man dazu sagen muss, was mir wirklich Sorgen macht, ist, wir sind ja momentan noch nicht mal in die Gebiete vorgedrungen, wo der Islamische Staat den meisten auch die meiste Unterstützung genießt, also die sunnitischen, arabischen Teile des Iraks, da waren wir noch gar nicht. Wir haben den Islamischen Staat aus Gebieten verdrängt, wo die Kurden zum Beispiel überwiegend sind. Die Kurden hängen dem Islamischen Staat nicht an, überwiegend Schafiiten. Und ich denke, wenn wir in die Gebiete vordringen, wo der Islamische Staat wirklich seine Anhänger hat, dann wird das noch sehr blutig werden. Ist diese ganze Situation, die wir dort jetzt erleben, insbesondere auch im Irak, nicht auch eine Folge einer verfehlten amerikanischen Außenpolitik? Oder um es auf den Punkt zu bringen, haben die Amerikaner ihre Truppen viel zu früh abgezogen? Ja, absolut. Also die Truppen sind viel zu früh abgezogen worden. Also Herr Obama hatte natürlich recht, Fehler der Bush-Regierung zu korrigieren. Auf der anderen, aber was er im Prinzip gemacht hat, er hat das Gegenteil gemacht. Also er hat sich komplett rausgezogen und ist dem Islamischen Staat in dem Sinne natürlich sehr einfach gemacht, im Irak so viele Gebiete so schnell einzunehmen. Und man scheint ja jetzt zumindest ein paar Schlüsse daraus gezogen zu haben und in Afghanistan nicht den gleichen Fehler zu machen und dort über die nächsten paar Jahre doch noch ein paar Truppen zu lassen. Aber das hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Islamische Staat sich im Irak so ausbreiten konnte. Vielleicht kurz noch zu einem anderen Punkt. Die einzige westliche Demokratie nach unserem Verständnis, die es da im Nahen Osten gibt, ist ja Israel. Da ist nun gerade Präsident Netanyahu wiedergewählt worden von seiner Bevölkerung, der aber, wie bekannt ist, mit Präsident Obama in Washington überhaupt nichts anfangen kann. Also da ist ja eine herzliche gegenseitige Abneigung offenbar. Könnte Israel, wenn eine andere Konstellation vielleicht auch in Washington D.C. wäre, könnte Israel da einen wichtigeren Beitrag leisten im Kampf gegen den islamistischen Terror? Also Israel ist definitiv ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Terror. Also Israel kann natürlich nicht in einem arabischen Land einmarschieren, das ist undenkbar, so in Syrien jetzt oder im Irak, das wird nicht passieren. Israel wird höchstens die Grenzregion zu Syrien versuchen zu schützen oder unter Umständen aktiv werden, falls der Islamische Staat in Jordanien aktiv wird, einfach weil die jordanische Grenze sehr wichtig ist für Israel. Aber Israel ist natürlich ein wichtiger Partner im Sinne von Informationsaustausch und eben auch in Bezug auf die Frage, was passiert mit dem Iran. Das ist ja immer noch der Elefant im Porzellangeschäft, wo alle drüber reden, wo natürlich nicht nur Israel besorgt ist, sondern eben auch die sunnitischen arabischen Länder wie Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, die da auch sehr besorgt auf die amerikanische Politik in Sachen Iran schauen. Ja, besorgt, das wird das Wort sein, was uns mit Blick auf diese Region in der Welt noch oft beschäftigt. Der islamistische Terror scheint eine never-ending Story zu sein. Das war Julie Lennertz vom Human Security Center in London.